Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Heute zeige ich euch einige der Highlights aus vergangenen Drops und gebe euch einen kleinen Ausblick auf einige zumindest der Highlights aus dem kommenden Drop, der für den 10. Februar 2024 geplant ist. Viel Spaß! Ich möchte keinerlei Zeit verlieren und direkt loslegen mit einer Uhr, bei der ich es wirklich nicht verstehen kann, warum die noch verfügbar ist. Ich habe die Uhr schon im Video zum Drop Januar 24 total in den Himmel gelobt und mache das auch weiter. Und zwar reden wir von einer 2966. Euch fällt auf, die Nähe zu der 2961 Referenz der Santos Carré ist gegeben. Woran liegt das? Es ist die Octagon-Variante der Santos. Es ist ja im weitesten Sinne eigentlich sogar auch eine Carré. Und es ist nicht irgendeine Octagon, sondern es ist eine New Old Stock Octagon in Stahlgold. Und ich weiß, dass es noch nicht so weit ist, der Markt ist noch nicht so weit, die Octagon so zu appreciaten, wie sie das verdient hat. Aber wenn man sich nur mal den Preisunterschied zwischen einer Octagon und einer klassischen Carré anschaut, zum Beispiel jetzt in der Stahlgold-Variante, dann ist die Octagon Bang per Buck einfach der Hammer. Nehmt mal diese Octagon hier in New Old Stock Condition, eine vergleichbare Santos Carré in New Old Stock würde 6.000 bis 7.000 Euro kosten. Sagen wir mal eher Richtung 6, die 7 sind jetzt vielleicht schon sehr hoch gepokert, aber ich habe schon, sagen wir mal so, ich habe schon welche für 7 angeboten bekommen in New Old Stock Condition. Und hier reden wir dann halt von 4.000 Euro und das ist der Rufpreis. Das heißt, wie ihr wisst, bin ich auch immer gerne bereit, dass man mit mir nochmal über den Preis redet. Und spätestens dann, muss ich sagen, ist es erstaunlich, dass diese Uhr noch verfügbar ist. Und deswegen war es mir ein echtes Anliegen, euch die jetzt mal präsentieren zu können. Machen wir direkt mit dieser Uhr hier weiter. Es ist auch eine Cartier und zwar eine, über die ich in den letzten Tagen und Wochen sehr, sehr viel geredet habe. Sie gehört der Louis Cartier Kollektion an. Ihr könnt das Wort wahrscheinlich schon kaum noch hören oder diese Wortkombination, aber ich habe mich so in diese Kollektion verliebt, dass es mir wirklich wichtig ist, da wieder eine Uhr zeigen zu können oder euch wieder zu präsentieren. Und es geht nicht um irgendeine Uhr aus der Louis Cartier Kollektion, sondern um die Fabergé oder auch Square Incurvé. Diese Uhr hat es wirklich geschafft, innerhalb von nicht mal 4 Wochen zu einer meiner absoluten Lieblingsuhren zu werden. Dieses Tonneau-shaped Case und dieses super saubere Ziffernblatt, was aber so ein bisschen gegen dieses doch eher extravagante Gehäuse geht, das ist schon wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ich weiß, dass auch diese Uhr, ähnlich wie die Octagon, noch nicht so weit ist, dass der Markt diese Uhr noch nicht so ganz verstanden hat. Aber wenn man sich anguckt, wie diese Uhr gerade vom Markt verschwindet, wie die gerade vom Markt gesaugt wird, wer die Leute auch sind, die jetzt diese Uhren gekauft haben in den vergangenen Wochen, dann sehe ich da schon eine ganz starke Bewegung hin zur Fabergé, hin zu einem steigenden Interesse bei der Fabergé. Noch als ich diese Uhr gekauft habe, waren einige Modelle im 4-stelligen Preisbereich auf dem Markt. Jetzt ist nur noch eines auf dem Markt und das kostet, wenn man die Steuern und Zölle dazu rechnet, die es in die EU einfach kosten würde, knappe, ich glaube 13.500 Euro. Das ist schon erstaunlich, weil einfach der Markt relativ schnell verstanden hat, was das noch für einen Sleeper ist. Also der Begriff kommt ja nicht von irgendwoher. Eine Sleeping Beauty, die noch erweckt werden muss. Und ich glaube, dieser Erweckungsvorgang ist es, der gerade passiert. Und ich bin ganz, ganz froh, eine mein eigen nennen zu dürfen. Eigentlich freue ich mich gar nicht so wirklich darauf, die zu verkaufen, aber präsentieren wollte ich sie euch trotzdem. Wechseln wir jetzt mal auf meine rechte Seite in diesen schönen Vintage Cartier Schmuckkoffer und zwar zu einer Uhr, die schon relativ lange online ist. Ich glaube, die war im Oktober-Drop 2023 drin und zwar die Platin Omega Quarz. Diese Uhr kannte man vorher schon von Instagram, weil ich im Frühjahr 23 schon mal eine verkauft hatte. Da hatte sie einen riesigen Hype ausgelöst und die Nachfrage war immens. Dann habe ich diese Uhr im, wie gesagt, ich glaube Oktober online gestellt und irgendwie ist die Nachfrage nicht dem gerecht geworden, was aus dem dem Hype aus dem Frühjahr zu erwarten war, was ich nicht verstehen kann, denn Hype hat ja immer auch was damit zu tun, wie eine Uhr angenommen wird und wie eine Uhr auch natürlich aussieht und was für ein Gefühl eine Uhr einem vermittelt. Und
dieses Gefühl und diese Ästhetik hat sich ja nicht verändert. Es ist immer noch eine wahnsinnig spannende Ultra-Thin Platin-Omega mit Weiß-Gold-Dornschließe, ganz, ganz spannend, so kaum noch zu finden. Also die Modelle von dieser Referenz, die online sind, haben allesamt eben nicht diese Weiß-Gold-Dornschließe und schon mal gar nicht die Original-Box und First Owners Provenance. Also hat es mich bei der Uhr echt gewundert, dass die noch verfügbar ist. Auch da muss man sagen, so mega schlimm finde ich es nicht, weil dann kann ich die Uhr wenigstens ab und an tragen. Das ist ja immer ein ganz schöner Grund, so eine Uhr vielleicht nicht so bald zu verkaufen. Trotzdem hat es mich gewundert und deswegen war es mir ein Anliegen, auch diese Uhr jetzt nochmal zu präsentieren und ja, vielleicht euch mal nahezulegen. Vielleicht findet sich ja der ein oder sogar andere, der Lust auf diese Uhr hat und zuschlägt. Jetzt kommen wir schon zu der letzten Uhr, die ihr schon kennt, bevor wir uns dann gleich zwei der Uhren aus dem kommenden Drop für den 10. Februar widmen. Und zwar einer Cartier Santos Sky B. Tatsächlich hatte ich ja zwei Modelle in Stahlgold, Quarzmodelle in Stahlgold verfügbar im vergangenen Drop im Januar. Und eines ist auch schon verkauft, diese hier ist es noch nicht. Warum wundert mich das? Die ist wirklich perfekt, sie ist getragen, aber der Zustand ist atemberaubend, sie ist unpoliert, die Schrauben sind so richtig geil angelaufen. Das hatte man auch im Drop-Video schon gesehen und an der Stelle kann ich einen Verweis auf mein Instagram-Profil machen, wo die Uhr regelmäßig gepostet wurde. Ihr könnt euch auch auf Chrono24 die Bilder über diese Uhr anschauen. Also es ist schon erstaunlich, wie schön das Gold gealtert ist und wie unpoliert natürlich der Zustand ist. Ich sage ja immer wieder, dass gerade die Quarz Sky Bs natürlich Preis-Leistung, ähnlich wie die Octagon, auch noch, ja, finde ich, eine weite Strecke zu gehen haben, weil sie wirklich extrem günstig sind, gemessen an dem, was sie sind. Und dass diese noch verfügbar ist, das hat mich echt gewundert. Wo wir schon bei Preis-Leistung sind, ist das, glaube ich, jetzt ein ganz guter Punkt, um mal zu den Uhren für den kommenden Drop zu wechseln, von denen ich hier zwei liegen habe. Und zwar zu einer Uhr, die tatsächlich durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis besticht. Sie besticht natürlich nicht weniger durch Zustand und Ästhetik, aber auch da reden wir von einer Cartier Santos Octagon. Aber nicht irgendeiner, sondern der 2965. Euch wird aufgefallen sein, das hier ist ein 2966. 65 bedeutet in dem Kontext Stahl, und zwar einer Stahl mit einem sehr, sehr spannenden Ziffernblatt, und zwar dem Ghost Dial oder auch Gunmetal Dial oder Slate Grey Dial, you name it, in perfektem Zustand. Die Uhr ist getragen, keine Frage, die Uhr hat Tragespuren, keine Frage. Sie ist trotzdem unpoliert, was, wie ihr wisst, sehr, sehr wichtig ist, und sie wird natürlich gekrönt von einem perfekt erhaltenen Swiss-Only Gunmetal-Blatt. Das macht diese Uhr wirklich besonders. Man erlebt auch selten so gut erhaltene Swiss-Only-Blätter. Swiss-Made-Blätter findet man einige, Swiss-Only relativ selten, und das schon mal gar nicht in der Octagon. Also wirklich eine ganz, ganz spannende Variante, und wir sind wieder beim Faktor Preis-Leistung. Wenn man sich überlegt, dass die 2960, also Stahlkarree mit Gunmetal-Blatt, irgendwo zwischen 12.000 und 14.000 Euro liegt, so Ballpark, dann sind die etwa 8.000 Euro für die Octagon. Ähnliches Verhältnis im Übrigen wie hier bei der stahlgoldenen Variante, schon sehr, sehr fair. Und allen Leuten, die eine Ghost kaufen wollten, aber es nicht eingesehen haben oder wollen, aber es nicht eingesehen haben, den Preis für die 2960 zu zahlen, denen empfehle ich diese 2965. Last but not least, eine Uhr, die für den kommenden Drop bestimmt ist und die ich sogar als klares Highlight des kommenden Drops sehe. Es geht um eine Piaget. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass ich mich in den letzten Monaten, so seit September, Oktober, angefangen habe, mehr mit Piaget zu beschäftigen. Piaget ist in keinster Weise vergleichbar mit Cartier. Ich mag diesen Vergleich nicht, von wegen, ja, Piaget sei das neue Cartier, das halte ich für Schwachsinn. Ich finde aber, man kann den Vergleich ziehen, dass die Peer Group, die diese Uhren kauft, die Interesse an diesen Uhren hat, eine ähnliche ist. Und dass natürlich schon der Approach an die Modelle von Piaget immer ein ähnlicher war wie der von Cartier. Es ist dieses künstlerische, dieses auf die Ästhetik abzielende, wobei man sagen muss, dass die Piaget-Werke, zum Beispiel das 9 und das 12P, schon auch sehr, sehr gute Werke sind. Und hier haben wir genauso ein Modell, und zwar, also wirklich ganz, ganz besonders, eine Tiger Eye-Variante. Das heißt, wir haben eine unpolierte Vollgold Piaget am originalen Lederband mit originaler Vollgold Dornschließe mit Tiger Eye Ziffernblatt, also einem Stone Dial, kein Tiger Eye Lack, sondern ein wirklicher Tiger Eye Stone in wahnsinnig gutem Zustand. Gerade bei den Stone
Phone-Dials ist es immer wichtig, dass die keine Cracks haben oder sowas. Das ist hier der Fall. Also die Uhr hat keinen Crack, das Ziffernblatt ist perfekt erhalten. Und das, muss ich sagen, macht schon wirklich Spaß. Ich habe die Uhr die letzten 3 Tage, glaube ich, seitdem ich sie bekommen habe, fast durchgängig am Handgelenk gehabt und muss sagen, ich verstehe diesen Approach an Piaget. Ich verstehe auch, wieso Piaget aktuell so viel Zuneigung bekommt, wieso so viele Sammler und auch natürlich so viele Händler sich mit dem Thema mehr beschäftigen, inklusive mir. An der Stelle Shoutout an Harris von Mendel Watches, der mir in den vergangenen Monaten wirklich nochmal mehr geholfen hat zu verstehen und die Faszination hinter Piaget zu entwickeln. Im kommenden Job werden tatsächlich Stand jetzt schon 4 Piagets dabei sein. Ich arbeite daran, noch mindestens 2 weitere zu bekommen. Das heißt, ihr könnt euch auf den kommenden Drop und vor allem auf die Piagets im kommenden Drop freuen, ohne natürlich, dass Cartier und auch einige andere Marken dieses Mal ins Hintertreffen geraten. So, meine Lieben, das war's schon wieder. Das ging jetzt ja wirklich Schlag auf Schlag. Wenn eine der Uhren aus den vergangenen Drops das Richtige für euch ist, dann meldet euch gerne bei mir. Wenn es eine der Uhren für den kommenden Drop ist, die euch besonders gut gefällt, könnt ihr euch natürlich auch bei mir melden. Ich erwähne es immer wieder gerne. Natürlich sind alle Uhren, die für den kommenden Drop geplant sind, auch immer Pre-Drop verfügbar, sofern denn schon die Arbeiten an den Uhren gemacht wurden. Heißt Uhrmacherei, neues Lederband und so weiter. Wenn das der Fall ist, wenn die Uhren also schon Retail-ready sind, dann sind die Uhren natürlich auch vor dem Drop schon für euch verfügbar. An der Stelle immer gerne auf Instagram folgen, da poste ich eigentlich täglich neue Uhren in Story als wirklich klassischer Post. Jetzt seit neuestem auch regelmäßig Reels, da werden dann auch neue Uhren teilweise schon Pre-Drop geteasert. Bedeutet, wenn da was für euch dabei ist, auch immer gerne bei mir melden und dann kriegen wir das auch schon vor dem Drop hin, dass euch die Uhr keiner wegkauft. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!